Mein Name ist Lothar Koopmann, ich bin Geschäftsführer in der Koopmann-Gruppe mit 15 Standorten. Wir sind hier heute an unserem Standort in der Nähe von Hamburg, in Seevetal. Ja, der Ligner hat mich schon sehr schnell überzeugt, auch über ihre Konstruktion. Gerade wie sie Balken nicht ganz so massiv ausbilden. Früher kannte man ja viel diese Leimholzbindertechnik, wo es dann riesen Balken bedarf und die Gedankenweise, die Ligner sich gemacht hat, gerade um Ecken und Konstruktionen miteinander zu verbinden. Das hat mich dann schon sehr, sehr beeindruckt. Wir haben in 2020 entschieden, dass wir so Richtung Montage gehen möchten. Und ich wusste aus vergangener Zeit, habe ich mal auf den Ligner-Seiten rumgestöbert. Wir haben tatsächlich 2014 auch mal eine Halle bei Marion Gutmann angefragt. Und dann war ich bei Ligner auf der Seite und habe dann gesehen, dass die Baupartner suchen. Ja, Telefon in der Hand genommen, angerufen auf der Handynummer. Eine Woche später habe ich bei Ligner gesessen und dann haben wir, ich glaube im Juni, Ende Mai, Juni, haben wir dann bei Koopmann angefangen zu richten. Wir haben uns kennengelernt, wir haben uns hier auf der Baustelle dann ein paar Mal unterhalten. Manchmal hat man ja das Gefühl, die tun es gerne oder die werden gezwungen oder man hat da was angenommen, was man vielleicht hätte gar nicht wollen. Aber das war vom ersten Moment an überhaupt nicht so. Nein, also wir sind ja nur der Ansprechpartner für den Kunden. Wir sind der Vertragspartner vom Kunden. Wir sind der Hauptansprechpartner, aber auch wenn bei Ligner die Anfrage einläuft, dann heißt es nicht gleich, ja, hier der Baupartner, an den musst du dich wenden, sondern die versuchen natürlich auch, den Kunden bestmöglich zu bedienen. Ich will das Wort Problem gar nicht in den Mund nehmen. Ich würde in diesem Zusammenhang, man hat es angesprochen, man hat darüber gesprochen und man hat dann erkannt, dass man eine Lösung finden musste. Kurzer Dienstweg, Ligner. Wir Teams-Meeting mit dem Statiker gemacht. Das könnt ihr so und so machen, könnt ihr so und so machen. Ja, und das ist halt dieses Schöne, ne? dass die Baustelle einfach weiterläuft. Ne? Für den Kunden ist es natürlich immer, je weniger Schnittstellen er hat, desto reibungsloser läuft der Bau ab. Ne? Und wir versuchen, diese Schnittstellen zu minimieren oder dem Kunden zu helfen, dass er sich um diese Schnittstellen nicht kümmern muss. Also ich bin mit meinem Entwurf zu Ligner gefahren. Ligner hat dann mal einen Entwurf aufgemalt und dann kam es also für mich fast nicht spürbar ein Übergang zum Baupartner, der dann später die Bauleitung, die Bauausführungen dann auch gemacht hat. Der Kunde hatte auch einen bauleitenden Architekten. Das meiste an Absprache ist mit denen gelaufen. Aber natürlich, wenn es um gestalterische Sachen, planerische Sachen, da muss der Kunde immer ein bisschen mit einbezogen werden. Und bei Koopmann war das schon ganz gut. Dadurch, dass wir die Holzrahmenbaufassade geliefert haben, wir haben die Absprachen mit dem Fensterbauer, wie und wo und wie viel Luft er braucht, wo die Einfassrahmen. Wir haben Schnittzeichnungen hingeschickt, damit das alles reibungsloser abläuft. Also das war so ein gleißender Übergang und der hat für mich auch nirgendwo, dass es für mich irgendwo einen Geschmack dabei gab, dass da irgendwas nicht funktioniert hat, sondern auch da war die Übergabe, die Kommunikation hervorragend. Anders kann ich ihn nicht beschreiben. Das hat wirklich Bombe funktioniert.